Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit einer neuen Band oder Gruppe hier auf dem Kanal. Und zwar The Toten Crackhuren im Kofferraum. Kurz The Chick. Früher die Toten Crackhuren im Kofferraum, jetzt The Toten Crackhuren im Kofferraum. Ich weiß ja auch nicht. Kleine Story vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt ein Bandmitglied namens Cracky, nennt sie sich auf Instagram. Und die Schreibweise von ihrem Instagram-Account ist komplett gleich mit einer Cracky, die ich vor vielen tausenden Jahren mal kannte, zu der ich leider keinen Kontakt mehr hatte sonst. Aber sie folgt mir auf Instagram und ich folge ihr auf Instagram, deshalb kenne ich überhaupt nur die Toten Crackhuren im Kofferraum. Und ich weiß nicht, ob sie das ist oder ob sie das nicht ist. Also sie war früher eine Rapperin auf, ich glaube, myownmusic.de oder so. Und daher kenne ich sie, aber ich weiß nicht, ob sie es ist und ich traue mich auch nicht zu fragen. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es ist. Allerdings ist die Schreibweise wirklich komplett gleich vom Namen. Und das ist keine übliche Schreibweise mit Unterstrich und alles pipapo und 3 I's und weiß ich nicht. Ist halt komplett gleich. Deshalb könnte sie es doch sein, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sieht sie das hier und kann es mir mal sagen. Naja, gut, wir schauen jetzt hier mal rein. Der Song heißt Skincare Routine und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Let's go. Schlanke Taille und einen prallen Booty. Ich halte mich penibel an meine 10 Schritte Skincare Routine. Alle 6 Monate ein kleiner Pieks in meine Falten. Aua, wir wissen doch alle, das Schlimmste für eine Frau ist das Alter. Oh ja. Ich mich mein ganzes Leben und heule in Therapie. Warum zum Fick interessiert mich dieser scheiß BMI? Mach Diäten und hör auf zu essen, um einem Ideal zu entsprechen. Und ich creme, nur damit ihr mich liebt. Ja, das ist so ein Ding. Die Gesellschaft hat ein Schönheitsideal festgelegt und wer dem nicht entspricht, der gilt als nicht attraktiv, was ich persönlich total bescheuert finde. Ich bin ja eher ein Charaktermensch, für mich zählt Aussehen eher wenig, aber auch sonst, ich meine, ich habe persönlich nichts dagegen, wenn irgendjemand was an sich machen lässt oder an sich was macht, um für sich persönlich besser auszusehen, weil er sich persönlich dadurch besser findet und schöner findet. Aber es sollte dann auch wirklich nur für sich selbst sein, dass man das macht und nicht, weil man denkt, dass man anderen Menschen gefallen muss. Denn das ist Quatsch. Nur ihr müsst euch gefallen. Niemanden sonst. Ist doch scheißegal, was andere von euch denken. Ja, wenn ihr mit euch zufrieden seid und euch so mögt, wie ihr seid, dann bleibt auch einfach so, wie ihr seid. So, das ist meine Meinung. Kann ja jeder anders sehen, aber ich persönlich mag Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind. Man merkt das auch, wenn ein Mensch mit sich zufrieden ist und wenn jemand nicht mit sich zufrieden ist. Und warum sollte man sich verstellen, nur um anderen zu gefallen, die ja dann trotzdem nur über einen lästern? Sind wir doch mal ehrlich, wenn man deren Schönheitsideal entspricht, dann lästern sie ja auch bloß. Man kann es niemandem recht machen. Man muss es nur sich selbst recht machen. So, wir schauen weiter. Und? Liebst du mich jetzt? Bisschen vielleicht? Ganz kleines bisschen. Wer bestimmt denn bitte, was schön ist und was nicht?
ihr überhaupt eine Ahnung, wie scheiße teuer das alles ist? Alles glatt und ohne Dell und bitte keine Dehnungsstreifen, denn das Wichtigste bleibt doch, dass ich fickbar bleibe. Warum stress ich mich mein ganzes Leben und heule in Therapie? Warum zum Fick interessiert mich dieser scheiß BMI? Mach Diäten und hör auf zu essen, um einem Ideal zu entsprechen. Und ich creme und ich creme und ich creme, nur damit ihr mich liebt. Ja, der BMI ist ja sowieso Quatsch. Ich meine, der geht ja nur nach Gewicht und Körpergröße, glaube ich, und Alter. Aber zum Beispiel Muskelmasse ist ja schwerer als Fett. Nur so als Beispiel. Und das würde dann auch, wenn man viel Muskelmasse hat, würde das für einen schlechten BMI sorgen. Was ja dann eigentlich sowieso, wer hat den Quatsch erfunden? Niemand muss auf den BMI achten. Klar, starkes Übergewicht kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Der eigenen Gesundheit willen sollte man schon irgendwie darauf achten, dass man da schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben, auf sich selbst achtet. Aber da habe ich leicht reden, ich achte ja auch nicht auf mich selbst. Ja, wenn ich was essen will, dann esse ich. So. Und wenn ich Bock habe auf Sport, dann mache ich Sport. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich keinen Sport. Ja. So jeder, wie gesagt, jeder muss mit sich zufrieden sein, jeder muss sich selbst mögen. Und ich brauche kein Spiegelbild, um mich selbst zu mögen. Sondern ich muss mit meinen Entscheidungen, mit meinen Handlungen zufrieden sein. Und das bin ich größtenteils. Klar, jeder macht Fehler, jeder macht mal Dinge, wo er später sagt, hätte ich anders machen sollen. Ist halt so. Passiert jedem mal. Und ja, da sollte man auch nicht andere verurteilen wegen irgendwas. Nicht wegen Äußerlichkeiten, nicht wegen Fehler, die sie mal machen, es sei denn, es sind wirklich sehr große Fehler. Es gibt schon Fehler, wo man sagen kann, Junge, mit dir will ich aber nichts mehr zu tun haben. Aber darum geht es jetzt nicht. Der Song übrigens ist sehr geil. Der Beat ist nice. Die Stimme ist super. Das Video ist cool gemacht. Und natürlich sehr viel Sozialkritisches hier. Zu Recht im Song. Gefällt mir richtig gut. Ist tatsächlich auch der erste Song von den Crackhuren, den ich höre. Weil ich mir das immer aufgehoben habe für meine Reactions, weil ich mir dachte, irgendwann mache ich da mal eine Reaction zu einem Song. Und deshalb höre ich mir nichts an. Denn ihr wisst, ich höre mir nur noch Musik an, die ich nicht kenne, wenn ich eine Reaction dazu mache. Denn sonst ärgere ich mich hinterher, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist auch blöd. Ich baller mein Gehalt raus für den Scheiß. Botox und Filler, Hoffnung und ein paar Likes. Will noch was auf und zieh alles glatt. Mach noch was rein und schluck's wieder ab. Für immer zu dünn, zu dick, zu jung und zu alt. Für immer zu irgendwas, für immer zu falsch. Was soll ich denn noch alles tun? Sag mir, wann bin ich endlich schön genug? Warum stress ich mich mein ganzes Leben und heule in Therapie? Warum zum Fick interessiert mich dieser scheiß BMI? Mach Diäten und hör auf zu essen, um einem Ideal zu entsprechen. Und ich creme und ich creme und ich creme, nur damit ihr mich liebt. Großartig. Großartig. Lieber Gott, das erinnert mich jetzt auch wieder an einen Song von der Cracky, die ich damals kannte. Sag lieber Gott hieß der Song. Mehr sage ich nicht. Ja,
Den habe ich immer noch im Kopf und den habe ich sogar immer noch auf Festplatte, muss ich dazu sagen. Seit, weiß ich nicht, wie lange ist das her? 20 Jahre? Kann schon sein. Ja, war ein geiler Song. Ich würde mir auf jeden Fall gern noch mehr anhören von den Crackhuren. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr Empfehlungen haben solltet. Den Link zu diesem Video jedenfalls gibt es in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.